Hi, ich bin Rena von dieschatzmeisterin.com und dies ist euer Kanal für Wohlstand, Mindset und Freiheit. Und heute möchte ich mal ein Reaktionsvideo machen, das mir vorgeschlagen wurde. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich normalerweise Sheldon Evans im Bereich Kryptowährung verfolge. Und das Tolle ist, er ist anscheinend auch Minimalist, genauso wie ich. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Video. Hi, welcome to my minimalist apartment. At first, it doesn't look like much, but trust me when I say there's more than meets the eye. As you walk through the door into my apartment, to the left, I have my minimalist desk. It's like a regular desk, except minimalist. This is my minimalist sofa. Again, it's like a regular sofa, but for minimalists. This is my minimalist bed. I sleep on the ground because it allows me to really be in touch with the earth and my minimalist roots, even though I'm on the 12th floor of an apartment block. This is my minimalist toothbrush. 9 years ago, when I first became a minimalist, I purchased this little guy and it's served me well ever since. I see no need in being wasteful and replacing what already works. It'll probably be in my family for generations to come. I have a few other minimalist belongings like my minimalist phone, minimalist MacBook, minimalist tea, cereal, shoes, clothes, lamp, lens, hood, watch, earphones, tripod, microphone, spoon, and banana. What makes all of these things minimalist, you ask? Well, I am a minimalist, therefore my belongings are minimalist. I eat directly from the countertop because having dining ware clutters my already empty drawers. During the day I snack purely on sunlight and the air available in my apartment. I'm kidding. This is what my apartment actually looks like. Ja, mega. Also ich musste auch wirklich lachen am Anfang, weil ich mir erst dachte, okay, ist das jetzt wirklich alles so, wie es schildert, dass er eben vor 9 Jahren sich die Zahnbürste gekauft hat und die immer noch benutzt, weil genau das ist eben Minimalismus nicht. Und viele Leute haben eben so ein festgefahrenes Bild vom Minimalismus, dass das eben Entbehrung ist und dass Leute auf Bananenkisten schlafen. Und genau das ist es eben nicht. Und ja, wir gucken gleich mal weiter, wie er denn jetzt wie Sheldon Evans und vielleicht auch viele andere Minimalisten tatsächlich leben. It's quite small, around 450 square feet, although it has everything I need and want right now, so it's kind of perfect. By having a small space, it's made me really mindful of everything that I buy to put in here, because every little bit of space counts. Und also es ist wohl bei vielen Minimalisten so, dass sie relativ kleine Wohnungen haben, wobei man sagen muss, also es gibt auch durchaus Minimalisten, die eben ja in großen Wohnungen oder Häusern leben und die eben einfach sehr puristisch, sagen wir mal, eingerichtet sind und diese klaren Linien mögen. Also genau. Also don't like clutter and feeling like I'm being squished, so in order for me to maintain the feeling of openness and airiness in the space, it's made it a lot easier to not buy everything I lay my eyes on. To the right of the entrance I have a magnetic catch-all for the things that I'll use in my day, like my earphones, wallet, keys, and lock for the gym. It doubles as a belt rack too, so that's kind of cool. Ja, das ist eben auch eine Sache. Minimalismus wird oft mit Frugalismus vielleicht verwechselt oder gleichgesetzt. Das sind zwei verschiedene Dinge, die natürlich so ineinander übergehen. Aber das eine ist nicht das andere und ja, jeder hat da auch seine eigene Definition davon. Also meistens sind ja Minimalisten oder vielleicht auch Frugalisten wirklich praktische Menschen, die, ja, wie jetzt hier Sheldon auch eben am Eingang hier so ein magnetisches Dings hier hat, um da seine Schlüssel und alles aufzuhängen. Also es ist einfach, ja, aus wenig mehr machen. Cool. Occasionally I'll need a backpack if I want to take something warm with me when I go out, but usually I can fit everything into my pockets. I don't like wearing shoes at home, so I'll kick them off and shove them under my sofa, my minimalist sofa that is. This little guy was super cheap. I think I paid $80 for it. It's not the most comfortable, but it gives me a place to sit and read, and if a friend is visiting me from out of town, it folds out into a little bed too so that they can sleep on it. It's really uncomfortable, so it encourages them to go home early.
before we move on, know that I'll be giving $50 to someone who comments and likes the video. So make sure that you do that now and hit the subscribe button if you want a better chance to get this in the future. I'll be doing this in every video. On the other side of my apartment is this huge mirror and closet. I absolutely love this because it makes the space feel so much larger than it actually is. Ja, bei dem Schrank, den er jetzt hier eben zeigt, ne, da würden andere sagen, oh, das ist aber gar nicht so groß, und für ihn, also er beschreibt es ja selbst als groß. Ja. I also don't really have any art on the walls of my apartment because I feel that mirrors are kind of art in themselves, since they... Ja, Bilder und Wände, die eben dekoriert sind, sage ich mal, mit Fotos und so weiter, das ist bestimmt eine tolle Sache. Für die meisten Minimalisten ist es, also jetzt mal hart ausgedrückt, ein No-Go, beziehungsweise, ja, also ich sag mal, manche Leute würden dann eben sagen, ja, die Wände beim Minimalisten sind kahl, und ja, die meisten Minimalisten fühlen sich dann eher wohl, weil sie eben klare Linien und Strukturen eben haben. Frame whatever they're reflecting. This is my closet. It doubles as a clothing and gear closet. I don't really have that much camera gear. I try to make use of as little as possible to force myself. Ja, ich glaube, das ist auch bezeichnend, dass man eben Stauraum gut ausnutzt und jetzt nicht sagt, das ist jetzt ein Kleiderschrank und da kommen jetzt auch nur Klamotten und Schuhe etc. rein, sondern man benutzt eben Schränke, die natürlich durch den Minimalismus viel mehr Platz haben als eben bei, ich sag mal, normalen Leuten. Die benutzt man dann eben auch für, ja, er benutzt jetzt für sein Kameraequipment, also da wird man dann wirklich kreativ und ja, kann dann gucken, was da alles seinen Platz finden kann. Myself to be creative with what I have. These are my clothes, very typical of a minimalist. Black on black on black, although I have recently expanded to a few pieces of lighter clothing and some red. Ja, genau. Also das ist ein bisschen ein Klischee mit diesem Minimalisten haben nur schwarz-weiß an. Ja, es hat da jeder ja so seine eigenen Vorlieben, und ich glaube, es ist eher das Thema, ja, wie viel man eben besitzt und ja, welche Farbkombinationen. Also ich glaube, das würde ich jetzt nicht unterstreichen, dass Minimalisten nur schwarz-weiß tragen. I like red. Next to my sofa, I have my bedside table with some candles and my plants, Phineas and Fern. And here we have my bed. I paid over $1,000 for this guy, which might sound insane at first and not really minimalist at all, but I feel like sleep is the one thing that you really cannot compromise on. When you're young, you don't really think too much about how you're sleeping or pulling all-nighters, but it really does take a toll on your body after a while. For years, I was plagued with sore necks and back pain, and not until recently, until I got a comfortable bed, did I realize that it was from sleeping wrong or sleeping uncomfortably. If you think I'm exaggerating. Ja, also Schlaf ist wirklich mega wichtig, und ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass das Schlafzimmer clean ist. Also mit clean meine ich jetzt natürlich auch sauber und aufgeräumt. Das ist aber ein Platz der Ruhe. Also das heißt für mich, da sind auch keine Elektrogeräte, kein Fernseher. Also ich meine, das ist ein Schlafzimmer, das sagt das Wort schon an sich. Deshalb Fernseher raus, ja. Handy nachts hat da meiner Meinung nach auch nichts verloren. Also ich sag mal, man könnte das ja draußen in den anderen Raum stellen, wenn man das als Wecker benutzt. Und ja, ein Ort der Ruhe, der sollte wirklich also ja so ruhig und clean wie möglich gestaltet sein. I'd recommend that you read a book called Why We Sleep by Matthew Walker, and I promise it'll change your view on sleep entirely. Ja, das ist ein Buch von Matthew Walker. Da gibt es auch einen ganz tollen TED-Talk. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber wenn ihr das eingebt, dann findet ihr das bestimmt. Sure, we all know to some extent how important sleep is. But did you know that routinely sleeping less than 6 or 7 hours a night demolishes your immune system, more than doubling your risk of cancer? Those are insane risks to take. Just get a good bed, man. In front of my bed, I have my little kitchen. It's got a ton of cupboard space, so I use it to store stuff that I'm not using right now, like my winter clothing, bedding, and my suitcase for when I travel. I like to keep my countertops clear, again, to maintain that feeling of openness.
One of the major advantages to living like a minimalist and having a small space is that I don't have stuff everywhere, because stuff gathers dust and gets dirty and ja, das ist wirklich ein Thema. Also ich finde, je mehr man eben hat und auch, wie er das eben sagt, dass man nicht auf alle Oberflächen irgendwas drauf drapiert und draufstellt, das ist einfach diese Klarheit, die viele Minimalisten schätzen und mögen. Und ja, ich bin neulich erst in der Stadt rumgelaufen und da sind wir an so einem Antiquitätengeschäft vorbeigekommen und es war tatsächlich sehr verstaubt, muss ich sagen. Also im Schaufenster, da waren natürlich ganz viele so kleine Männchen und so weiter aufgestellt und ja, ich verstehe das schon, dass man da keine Lust hat, das dauernd sauber zu machen, aber ja, das ist natürlich auch dann die Folge davon, wenn man eben alles vollstellt. Clutters up your visual space. A few years ago, I went through a big decluttering episode by following the criteria that if something doesn't bring me joy, I'll get rid of it. I found that by minimizing the distractions in the space around me, I'm able to focus better on my work and get more done, and actually be more productive. There's no real point in owning things just for the sake of owning them. Ja, Decluttering, also das ist ja Englisch und bedeutet so viel, ja, ich sag mal wie ausmisten. Clutter ist ja Zeugs, das man nicht braucht, das man einfach so hat. Und ja, ich denke, bei vielen fängt es eben an, so à la Marie Kondo, dass man eben mal seinen Kleiderschrank aufräumt. Und wenn man daran dann Gefallen findet, dann kann man eben von Zimmer zu Zimmer gehen und wenn man dann mit der Wohnung fertig ist, in die Garage, an den Arbeitsplatz, in den Keller und so weiter, im Auto. Und ja, also wenn ihr noch nicht Minimalisten seid, dann könnt ihr gleich damit anfangen. I think we spend too much time buying things for the opinions of other people. Don't try and impress everyone with all of the things that you own. Sure, if you want something, get it for yourself, but make sure that you're getting it for you. Inside of my fridge. Ja, dieses, was er jetzt eben angesprochen hat mit dem Dinge kaufen, um andere zu beeindrucken, das kommt ja meist aus einem Mangeldenken. Und leider sind wir ja alle irgendwie, ich sag mal, nicht bewusst, aber eben so erzogen, das ist immer so, ach, ich könnte was verlieren oder eben im Mangeldenken erzogen. Und das Wichtige ist eben nicht im Mangel, sondern in Fülle zu denken. Also Fülle, dass gute Dinge zu einem kommen und dass man das eben nicht durch jetzt ja, Konsum oder sich übersteigerten Dingen, die man eben kauft, dass man sich das so irgendwie generiert. Fridge, you won't find very much. I hardly ever cook big meals at home. I'm so close to so many amazing restaurants that I eat out almost every day for dinner. I eat most of my calories at night, so this works out for me too. I do. Ja, also bei uns ist das ein bisschen anders. Ich finde jetzt der Kühlschrank, klar, der kann auch minimalistisch sein, also nicht, dass man da den Kühlschrank vollstopft. Aber ich bin ein großer Fan von Meal Prep und ja, Meal Prep heißt ja eigentlich einfach nur, dass man sich eben Essen vorbereitet und das dann schon für die Woche so, sich die Woche so plant und gestaltet. Das ist dann wieder so eine Art Struktur, die man im Minimalismus oft findet. Hat aber jetzt nicht wirklich, also es machen auch andere Leute Meal Prep und ja, es hilft einfach Zeit zu sparen, Ressourcen zu sparen, Geld zu sparen und ja, ist auf jeden Fall auch ein minimalistischer Ansatz. Snack a lot though, so I should probably curb that habit a little. This is my bathroom. Probably my favorite space in the entire apartment because it looks so damn cool. And because it's a wet room. There's so much room for activities. Also, schreibt mir doch mal gerne rein, ob ihr findet, ja, dass Evan bzw. wie groß eure Räumlichkeiten sind und ob ihr gern vergrößern oder vielleicht sogar verkleinern wolltet. The basin is skew and it helps me fight my OCD, and the toilet is square. Being in such a small space has helped me in more ways than I ever thought possible. It saved me a ton of money that I can use to reinvest and make more money in the future. It saved me a ton of time on cleaning and organizing and searching for things because I know exactly where everything is and it's only a few steps away from me. Before I moved into this apartment, I really did go through a huge decluttering episode where I got rid of mostly everything that I own. I gave away my clothes and old sentimental gifts and items and childhood toys and everything that didn't really serve a functional purpose in my life. It was just sitting around gathering dust. I don't really have sentimental attachment to things because I find that I place a lot more value on
actual connections and relationships with people. So I'd rather. Genau, also ich finde es jetzt auch sehr gut, was er jetzt gerade gesagt hat, dass eben Dinge eine Funktion haben sollten. Und ja, es ist vielleicht so, man müsste sich auch mal die Zeit nehmen und sich mal hinsetzen und wirklich drüber nachdenken, was besitze ich alles, brauche ich wirklich alles und warum habe ich so lange Zeit behalten. Genau. To spend time with people than collect gifts and items from them. And by getting rid of those things, it's helped me a lot mentally and cleared up a lot of mental baggage and space in my brain to focus on other things like my work and my relationships with people, because you don't have that fear of loss, of things breaking, of things getting stolen. You don't have any fear of losing something that you currently have besides your relationship, so you can put a lot more effort into those things. Genau, also das ist eben oft so bei vielen, glaube ich, dass das eben aus einer inneren Angst oder aus eben dem Mangel rauskommt. Ja, dass man Sachen besitzen möchte und da muss man auf jeden Fall dran arbeiten. There's not really a set definition when it comes to minimalism or what it's like to be a minimalist. You can do whatever works for you. I think the real idea is just focusing on the things that are essential in your life, what matters most to you. Sure, if you want to collect shoes because they mean something to you and you place some sort of importance on them, it doesn't mean you can't be a minimalist by collecting shoes. It just means that you shouldn't do that in every aspect of your life, because then you can become one of those hoarders who just collects absolutely everything. So I think being intentional with every. Genau, er spricht ja jetzt auch gerade die Hoarders an, also die Messis. Ich sag mal, ja, also klar, so die richtigen Messis, das ist ja mal so das komplette Gegenteil. Aber viele sind ja auf eine Art, ich nenne das manchmal, das ist jetzt ein bisschen komisch, Clean Messis. Also Clean Messy im Sinn von, es ist alles sauber aufgeräumt, aber man hat eben einfach zu viel. Also von allem zu viel. Das ist so, wenn man in die Küche geht und man guckt in die Schubladen rein und ja, man hat halt nicht 1 oder 2 Kochlöffel, sondern man hat halt 7 oder 8 Kochlöffel. Also es ist einfach immer die Frage, ist irgendwas zu viel? Everything that you buy and purchase and place focus on in your life makes you some sort of essentialist or minimalist. So just put energy into the right aspects of your life, and I'm sure that you'll live a happier, better life from that. I know that I have, and it's helped me so much. Living in a white, pristine, clean box doesn't make you a minimalist. There's no real definition of the word minimalist other than that was created by New Age minimalists. So do whatever works for you and makes you happy, and just have fun with your life. It is super short, so just enjoy it. If you've made it this far in the. Ja, super. Und das war ein klasse Stichwort und ein klasse Schlusswort von Sheldon Evans. Genau, also Minimalismus hat eben keine festen Strukturen. Ne? Für den einen ist es dies, für den anderen ist es das. Das Wichtige ist, dass eben jeder glücklich ist mit dem, wie er lebt. Und was ich euch noch auf dem Weg mitgeben kann, ist eine Sache, das ist das KISS-Gesetz im Minimalismus. Das heißt einfach, keep it simple and smart. Und so solltet ihr das auch tun. Ja, jetzt sind wir, wie gesagt, schon am Ende des Reaktionsvideos angekommen. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr unten kommentiert. Vielleicht schreibt ihr mir mal rein, seid ihr Minimalisten? Wie findet ihr das? Wenn ihr noch keine Minimalisten seid, wollt ihr es werden? Ja, und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Sparadiesische Grüße und bis zum nächsten Mal.